Und damit hallo liebe YouTube-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Pilgrim. Das ist das neue Spiel von Tonguç Bodur, der ja auch Nefissi erstellt hat, was mir viel Spaß gemacht hat. Hier scheint das Thema etwas ernster zu sein als der Drogen- und Alkoholmissbrauch der Nefissi-Spiele. Wir sind gerade mit dem Auto hier angekommen und ich weiß, dass wir hier jedes Jahr hinfahren. Mehr weiß ich noch nicht. I like to go for long walks. Walks that cleanse the lungs and cleanse the spirit. This walk, though, has particular meaning for me, and it's a pilgrimage I make every year at this time. Jedes Jahr Spaziergang, um die Lungen zu befreien. Wir können rennen. Und ich will ja nicht durchrennen, aber es soll ja nicht zu langweilig sein. Oben rechts seht ihr wieder 0 von 5. Wir müssen also auch wieder Objekte einsammeln. Herrliche Natur. Springen können wir diesmal auch. Und hier sehen wir schon den ersten Rorschach-Test. Was ihr seht, schreibt ihr bitte in die Kommentare. Was ich sehe, verrate ich nicht. Ich nehme an, dass hier an bestimmten Punkten die Geschichte weitererzählt wird. Und ich gehe stark davon aus, dass es etwas Trauriges ist. Hoch. Null von 5 und 1 von 5. Was war das? Das sah aus wie eine Frucht. Goldene Frucht. Wer weiß. So, das Bunny Hop Script ist nicht zielführend. I can remember every detail of my wife's appearance, even though she's been gone for nearly 10 years. I remember how her cheekbones would rise when she smiled. I remember her long, raven black hair flowing down her back like a shiny waterfall. I also remember how she looked without hair. Ja, und da haben wir es schon angedeutet. Also die Frau ist gestorben und erinnert sich an das schöne Haar, aber eben auch, wie sie ohne Haare aussah. Also, das deutet ja schon in eine bestimmte Richtung. 2 von 5, das geht heute überraschend schnell, um mal den spielerischen Aspekt wieder hervorzurufen. Ziemlich viele kleine Details, die bei den anderen Spielen, die ich bisher von ihm kenne, nicht so waren. Allerdings sind es auch nur die Nefissi-Spiele. Von daher schauen wir mal weiter, was hier noch so kommt. Ich muss immer mal in die Ecken schauen, ob irgendwo Objekte, goldene Früchte versteckt sind. Noch mehr Hütten. Aussichtsturm. Na, das kann ja heiter werden. Dort dürfen wir aber nicht hoch. Schade. Kisten, Trog. Kann man noch hoch? Kann man noch rum? Nein. Alles sehr simpel gebaut.
Dann schauen wir nochmal schnell zum Klohäuschen. Zum Klo. Ja. Hey. Na, was mache ich denn, wenn ich mal muss? Geht's nicht rein. Und da im Trailer schon gesehen, das Tier. Ich kenne bisher Wölfe und Füchse von ihm. Und das ist ein Schwein. Hallo? Kannst... Okay. Kann ich dich streicheln? Nein. Ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Ein schimmernder Wasserfall? Oh, hier, schaut mal. Schmetterlinge. Tja, hier liegen alte Blätter rum, wo das hier definitiv Sommer ist. Naja, und hier haben wir noch... Nein, kein Versteck dahinter. She was still beautiful, and she could still smile, but not as often as she used to. The sickness came and went quickly enough, but when it went, it took her with it. I was only 31 years old at the time. She, 33. Our daughter, Emily, had only recently turned 6. Gott. Okay. Anfang 30 und die Tochter Emily sogar erst 6 Jahre alt. Die Tochter haben wir aber anscheinend nicht mit, aber schon die dritte der 5 zu suchenden oder zu findenden Früchte. Ich habe bisher tatsächlich nicht erkannt, was es genau sein soll. Okay, weiter. Hallo? Ich wollte euch nicht erschrecken, damit ihr mich nicht erschreckt. Ist gut. Ich gehe drum rum. Sind das Schweine, die wir hier vorher gezüchtet haben? Also was heißt wir? Wir sind ja nur einmal im Jahr hier, hat er gesagt. Wo sind denn die, die hierher gehören? Wieso? Ach doch, hier ist eine Tür. Ist das eine Tür? Ja. Lässt sich nicht benutzen, also nicht öffnen. Ist aber auch nichts drin. Ein Traktorreifen. Und noch ein Aussichtsturm. Auch hier geht's nicht hoch. Musik. It's hard enough for a parent to raise a young child on their own, doubly so when the child is of the opposite gender. Yet that's precisely the predicament I found myself in when Cassandra died. Okay, es ist also natürlich schwer, allein ein Kind aufzuziehen, und er denkt, dass es doppelt so schwer ist, wenn er als Vater eine Tochter erziehen muss. Kann sein. Die ist ja dann theoretisch jetzt 16 Jahre alt. Ich kleiner Mathefuchs. By all means, both sets of grandparents did their best to help out, but my pride dictated that I could only ask so much of them. I needed to prove to everyone, not least of all myself, that I could do this.
I had no desire to be the all but absent father that my own had been, and endeavored to spend as much time as I could caring for my daughter in the most direct way possible. I won't deny that the odd drink came in handy during this early period, but it was yet to become a problem. Der seltsame Trank. Geht's hier wieder um Alkohol oder ist da was Spezielles gemeint? Es wirft sehr viele Fragen auf, das Spiel. Nein, eigentlich nur 2. Woran sie genau gestorben ist, es klingt mir sehr nach Krebs. Und was er denn da so trinkt, damit es ihm besser geht. Geht's wieder nach links und nach rechts. Da wir die ganze Zeit so etwas talwärts laufen, denke ich mal, ist hier eine goldene Frucht zu finden. Da. Nummer 4 schon. Das läuft ja wie ein Länderspiel. Außer man ist Italiener. Entschuldigung. Sehr weitläufig jetzt auf einmal. Noch mehr Schweinchen. Guten Tag. Lasst euch nicht stören. Wir haben den Wasserfall, der hier titelgebend ist, noch nicht gefunden, was? Aber wir haben schöne Musik. Und wir gehen... Man kann nicht baden gehen. Muss aber zum Glück auch nicht von vorne anfangen. Na los, erzähl schon die Geschichte weiter. Wenn die Musik schon so kommt. Much greater challenges in the early days were the ones that people would think almost trivial. Ensuring my daughter was safe when she used public restrooms and that she cleaned herself properly when she was in the bathtub. Responsibilities that would normally fall upon the female parent, when there is one. Emily was still very young at the time, of course, but old enough to feel awkward that her father was checking in on her during her more private moments. There's no denying that the presence of a woman would have alleviated much of the burden cast suddenly upon both of our lives. Klar, die Privatsphäre ist dann immer so ein großes Problem, wenn man dem anderen Geschlecht angehört. Und hier ist Frucht 5 von 5. Okay, ich nehme an, das Kapitel neigt sich dann jetzt dem Ende. War eine schöne Siedlung hier in den Bergen. Alles leer und verlassen. It's not like I didn't try to meet other women after Cassandra's passing. I even went on the odd date, but, well, between my teaching job and my responsibilities as a single parent, it was hard to not only find the time, but to find someone to babysit for the evening, without calling upon the goodwill of the grandparents yet again. Most of all, though, it was impossible to find someone to fill the yawning void that Cassandra had left in her wake. Ich weiß nicht, warum er das jetzt erwähnt, dass er auch irgendwann Interesse hatte, andere Frauen zu treffen. Dass es aber sich gar nicht so leicht planen ließ.
weil auch das Kind nicht immer bei den Großeltern abladen wollte. Nichts drin. Hier ist ein Boot. Hinterm Boot versteckt ist nichts. So, dann springen wir direkt darüber. Das wird cool. Und nein. Fallschaden gibt es hier nicht. Oh, das sieht mir etwas schimmernd aus. Hier ist was. Wir brauchen Batterien für dieses Radio und weil ich äußerst klug bin, habe ich die relativ schnell gefunden. I never asked you to be alone, my sweet. You'd have had my blessing if you had found someone else. All I would have asked is that she be a good mother to Emily. Nun spricht sie aus dem Radio und sagt das Wichtigste an solchen Sachen. Such, wen du willst. Hauptsache, sie ist meiner Tochter eine gute Mutter. Ja. Der Wald wird dichter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonnieren nicht vergessen. Zwischenspiel 1, das Rendezvous, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Vielen Dank fürs Zuschauen.